Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik, die SWT 152 und was euch in diesem Video erwartet, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Die SWT 152, das ist ein Twin-Shock-Motorrad. Twin-Shock heißt 2 Federbeine am Heck. Die Vorteile, die sind so überwiegend, dass ich es euch nicht aufzählen kann. Also ich sehe aktuell keinen Vorteil. Vielleicht ist es stabiler. Hier ist die Schwinge 10 cm verlängert. Ist ein Vorteil in der Fahrstabilität. Aber für mich sind unsere Paralever-Modelle immer noch die besseren Motorräder. Was ihr davon haltet, könnt ihr gerne unten drunter schreiben. Ich denke, das ist mehr so eine Optik-Sache, was der Kunde damit bewirken will. Also es ist eine G-S oder Monolever-Schwinge um 10 cm verlängert worden. Die Schwinge hat einen zweiten Arm bekommen. Der zweite Arm ist auch verlängert worden, damit dann die Achsflucht wieder passt. Es sind Aufnahmen für 2 Stoßdämpfer angebracht worden und auch am Hauptrahmen sind die beiden Aufnahmen. Ja, vorne Standardrahmenverstärkung, wie bei dem Paralever-Modell ohne Zentralfederbein. Der Vorbau ist in dem Fall jetzt eine GS-Gabel mit einer Radnabe einer GS, einer 320 mm Bremsscheibe von HE. Sie ist von Kreuzspeiche auf konventionell umgespeicht worden und hinten ist es ja das Original. Da sind jetzt Sanremo-Felgen drin, poliert. Ja, wird am Ende ganz gut. Wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit dem Rahmenheck. Das ist unser Basic-Rahmenheck, hier auf Twin-Shock umgebaut. Da mussten beide Züge ziemlich breit gemacht werden vom Rahmenheck, damit man da auch um das Federbein rumkommt und um die neuen Kotflügel. Neue Kotflügel. Ja, ich will das gleich mal rausgreifen. Wir haben mit Franco Acerbis wieder Kontakt aufgenommen und haben es geschafft, dass wir 2 Sonderserien bekommen haben. Einmal die Sonderserie, bringst du mir mal einen Kotflügel?
Die Farben habe ich noch vorhin gesagt, was er zuerst bringen soll. Das hat er vergessen. Das ist mindestens schon 3 Minuten her. Einmal, das ist keine Sonderserie. Das ist der Acerbis Bacher in Weiß. Den hat Acerbis sowieso im Programm. Und für uns speziell haben wir den roten machen lassen. Warum rot? Ich finde, rot ist eine schöne Farbe. Wir wollen nicht politisch denken. Und es gibt einen Haufen Motorräder, die haben diese Zigarettenwerbung drauf gehabt. Diese rot mit der schwarzen Schrift. Und da passt der sehr gut dazu. In diesem Motorrad, da ist es jetzt fraglich, das ist die Kundenentscheidung, aber ein roter Kotflügel macht sich schon gut. Für dieses Motorrad würden wir die zweite Sonderserie nehmen. Das wäre jetzt schwarz. Auch nur bei uns erhältlich. Und damit das Ganze Straßen zugelassen wird, kommt da ein Dualsport-Rücklicht noch drauf. Ja, Basic Heck, Acerbis Bacher in Schwarz, Dualsport. Jetzt kannst du mal an diese Stelle herkommen mit der Kamera und da wird man schon sehen, wie es aussehen könnte. Ja, ich möchte von euch da draußen wissen, was würdet ihr für Kotflügel an eurer Motorrädern verbauen? Was für Vorteile seht ihr bei Twin-Shock? Vielleicht kann ich ja noch was lernen. Was für Nachteile seht ihr bei Twin-Shock? Findet ihr Stahlschwingen gut oder gefällt euch unsere Lösung mit der gefrästen Schwinge besser? Habt ihr noch andere Kotflügel, die ihr favorisieren würdet? Und als kleines Geheimnis, wir haben mit UFO auch gesprochen, gibt es demnächst auch von UFO Banost zur Auswahl in verschiedenen Farben, blau, gelb, das hat man noch nicht. Es gibt wieder die Sonderserie. Guckt halt mal, wir werden das in den nächsten Videos vorstellen. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst, macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Wir eigentlich erstmal umbrauchen, den machen wir mal aus. Wenn der einmal ruhig bleibt, damit dann die Achsflucht wieder passt. Es sind Aufnahmen für 2 Stoß.